Moin, Gentlemen. Ich darf euch zu einem recht spontanen und sehr gemütlichen Technikvideo begrüßen. Und ihr seht es auf dem Tisch, es geht um ein G&G L85 in der zweiten Generation mit ETU. Das ist nicht mein Modell, sondern das ganze Modell gehört dem Lukas. Hat er sich gebraucht im ASVZ gekauft. Ja, leider wurde vom Verkäufer angegeben mit konstanten 1,4 Joule. Läuft wunderbar. Jetzt hat der Lukas die Knifte bekommen und leider läuft sie nicht ganz so geil wie angegeben. Also hier sieht man auch wieder, dass im ASVZ leider immer wieder doch stark verbastelte Kniften einmal verkauft werden. So, das Modell kommt letztendlich auf 0,7 bis 0,8 Joule, hat ein bisschen Feeding-Probleme. Dann habe ich zum Lukas gesagt, komm, gib her, ich schau mal drüber, ob wir das zeitnah schnell ein bisschen fixen können. Wir werden das ganze Modell einmal auseinanderbauen, schauen uns die Gearbox, den Aufbau an, schauen uns das Shimming an, Motoreinstellungen, auch von der Upper Gearbox, dann Zylindergruppe schauen wir uns an. Und dann gucken wir einfach mal, ob wir das Ding wieder auf konstante 1,4 Joule hochbekommen. Also nichts Weltbewegendes, wie gesagt, kleines spontanes Technikvideo. Lehnt euch zurück, macht euch vielleicht ein Bierchen auf und los geht's. So Leute, dann fangen wir mal ganz gemütlich an. Mir sind jetzt bereits bei der Demontage leider bereits Punkte aufgefallen, die nicht ganz so geil waren. Ich weiß jetzt nicht, ob der Lukas da irgendwas nicht richtig beachtet hat oder so beim Zusammenbauen. Auf jeden Fall war es nicht möglich, das Ding überhaupt mal zu kronen oder zu testen. Denn im Magazinschacht lag genau unter der Hop-Up-Kammer lag die Windung von dem Kabel. Bedeutet, es war irgendwie beim Zusammenschieben, wurde irgendwie das Kabel nach hinten gedrückt und war dann unten im Magazinschacht drin gehangen. Bedeutet, das ging schon mal nicht. Ich musste also die Knifte erstmal auseinanderziehen, habe dann das Kabel hier einmal sauber reingelegt, hier unten wieder zusammengeschustert und jetzt einmal gekront. Und ja, das Modell kommt gerade einmal auf 0,8 Joule. Hört sich auch von der Federstärke nicht sonderlich stark an. Es könnte also nur an der Feder liegen. Aber es geht schon weiter, wenn man das Ding jetzt schon so auseinanderzieht und sich jetzt die Gearbox anschaut, gerade die Upper Shell, dann sieht man auch hier, fehlt im oberen Bereich das gesamte Klemmblech. Bedeutet, ich schaue jetzt später mal in der Gruschelkiste, ob ich noch irgendwie eine alte V3-Gearbox rumfahren habe, damit ich eventuell das Klemmblech von der V3 hier oben zurechtschnipseln kann und hier oben aufsetzen kann. Denn die Klemmung sollte natürlich hier oben schon vorhanden sein, ansonsten hält die ganze Gearbox nur hier vorne an dieser kleinen Schraube. Das ist nicht so geil. So, dann geht's gleich weiter. Hier seitlich haben wir natürlich den Pin, welcher natürlich die Upper Gearbox fixiert. Bedeutet, den ziehen wir jetzt mal raus. Dann können wir die ganze Upper entfernen. So, und dann kommt schon der nächste Punkt. Schaut, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber schaut mal, was da hinten als am Motor klebt. Da habt ihr einmal den Splint, diesen Karosseriesplint, der klebt am Motor. Der gehört normalerweise hier rein. Der ist, um das hier zu sichern. Also das ist gar nicht gesichert, sondern der Splint, der klebt einfach am Motor dran. Und dann ist hier unten klebt noch eine kleine Feder. Die muss sicherlich auch irgendwo hin. Also die hat am Motor sicherlich auch nichts verloren. Und auch wenn man so schräg reinlunzt, sieht man hier auch die Feder, die könnt ihr jetzt wahrscheinlich nicht erkennen. Aber da unten ist nochmal eine Feder drin, die sieht auch mega verknödelt aus. Bedeutet jetzt einfach nur, ja, die Upper Gearbox, also ich denke mal, ich könnte die Energie nur durch die Upper Gearbox fixen, denn auch hier ist mir schon aufgefallen, erstens mal die Nozzle ist ein kleines bisschen zu lang, das ist eine Bugatti-Nozzle mit 21,5 mm, wenn man sich das Ganze aber mal anschaut, hier sehr viel Weg noch vorhanden. Also da ist die Nozzle ist wahrscheinlich minimal zu lang, da würde eine 21,35 oder 21,25 würde hier locker langen. Und dann auch die Energie von der Federstärke. Guck mal, ich kann die ganze Feder ganz easy mit dem Schraubendreher spannen. Kompression ist vorhanden, Pisten entspannt sich aber von selbst relativ langsam. Also eine wirklich starke Feder ist da meiner Meinung nach auch nicht wirklich drin. Das müsste vielleicht, keine Ahnung, eine M90 oder maximal eine M100 sein. So, bedeutet, hier müssen wir auf jeden Fall ran. Und pfuschen tun wir nicht. Bedeutet, der Lukas bekommt das Ding anständig zurück, so wie es sich jetzt gehört. Und dementsprechend zümmere ich auch die gesamte Gearbox, die Lower Gearbox einmal raus. Schaue mir die Gears an, schaue mir die Lagerung an, gucke mir das Shimming an und auch schaue ich mir die Schmierung mal an. Denn auch vom Klangbild war jetzt das Modell im Chrono nicht ganz so geil. So, also schustern wir das Ding mal raus.
So, Lower Gearbox auch mal rausgezogen und wie ich es mir gedacht habe, auch hier sollte man an der Schimmung definitiv einmal arbeiten, denn gesamte Sector Gear hat hier oben, keine Ahnung, Millimeter Luft, auch das Spur wackelt entsprechend, vielleicht 0,3 Millimeter hier einmal drin rum und auch das Bevel unten hat locker 0,3 Millimeter Luft im System. Bedeutet auch hier, wie gesagt, bauen wir es einfach komplett raus, machen wir es einmal sauber, das System, schauen uns die Gears einmal an von den Zähnen her. Oh, auch der Anti-Reversal kratzt ziemlich stark, hört sich ziemlich bescheiden an. Da können wir vielleicht die Feder ein bisschen weniger spannen vom Anti-Reversal. Also machen wir letztendlich einmal Standard Komplettaufbau, damit das System auch später ordentlich und sauber langlebig läuft. Fangen wir also wie üblich erstmal unten am Bevel Gear an, bedeutet Pinion oder Bevel to Pinion Shimmen. Das ist letztlich bei diesem L85 von G&G, das ist mega geil, denn ihr könnt natürlich die Motoreinstellung ganz easy direkt prüfen, indem ihr einfach letztendlich den ganzen Motorkäfig einmal da reinpresst, damit er vollständig und bündig drin sitzt. Und dann seht ihr schon, die Motoreinstellung von G&G passt hier perfekt. Bedeutet, das Pinion Gear ist im voll eingeschobenen Zustand, schön bündig mit der äußeren Kante letztendlich vom Bevel. Bedeutet aber letztendlich, wir können die Motoreinstellung so lassen, müssen aber dennoch das Bevel leider nachschimmen. Denn ihr seht es vielleicht auch, Standardschimmung ist ein bisschen banal. Denn das Bevel Gear wird ja übers Kegelrad oder allgemeines Kegelrad wird über den Winkel nach oben gedrückt. So, und dann läuft es letztendlich komplett nur auf der Buchse. Bedeutet, ihr seht auch hier oben am Bevel keine Schimmscheibe, hier keine Schimmscheibe. Bedeutet, es schleift euch letztendlich nur hier oben an der Stahllaufbuchse. Da hätten wir auch gegebenenfalls vielleicht irgendwo mal Kugellager reinbauen können. Nee, das müssten so, also Rotgusslager müssten das sein. Wie gesagt, lassen wir drin, aber schimmen es definitiv nach. Dementsprechend oben machen wir auf jeden Fall eine Schimm drauf. Ich würde jetzt einfach mal eine 0,2er oben drauf knallen und vielleicht mal eine 0,3er unten, denn wir haben relativ viel Spiel im Bevel drin. So, jetzt bräuchte ich bloß mal eine 0,2er, wenn ich eine finde. So, hier ist eine 0,2, die machen wir jetzt mal oben drauf. Und unten knallen wir gleich direkt mal eine 0,3er drauf. So, einmal hier drauf. Und dann schauen wir erstmal, ob das einigermaßen hinhaut. So ganz grob erstmal, ohne zusammenschrauben. Ob es nicht vielleicht sogar schon zu viel ist. Oh, das sieht da richtig geil aus. Ah, das sieht gut aus. Machen wir mal die Schrauben rein und dann kontrollieren wir nochmal nach. So, das müsste langen. Dreht sich schön frei und hat noch ein ganz kleines bisschen Luft, oder? Ein kleines, minimales bisschen Luft haben wir noch. Ganz wenig. Vielleicht 0,05 oder sowas. Jetzt schauen wir bloß mal, ob das vom Motor her hinhaut. Bedeutet, wir stopfen uns jetzt mal den Motor hinten rein und gucken mal, ob wir noch genügend Zahnspiel letztendlich vorhanden haben. Bedeutet, wir machen hier mal die große Schraube rein und da oben die große Schraube. Und dann testen wir das einfach mal. So, das müsste der hier sein. Machen wir einfach mal die ran und die da ran. So, und dann lasst uns mal gucken, wie es mit dem Zahnspiel ausschaut. Oh ja, ganz leicht, guck mal. Seht ihr das? Ganz minimales Zahnspiel ist noch vorhanden. Das passt einwandfrei. Genauso lasse ich das. Ich werde dann nach dem Schimmen aber auch die Gears nochmal neu schmieren, denn es ist zwar Fett drauf, aber letztendlich nur auf den Flächen. Also die Zähne an sich sind alle trocken. Nur da oben auf der Oberfläche ist noch Fett vorhanden und auch das ist schon ein bisschen eingetrocknet hier oben. Weiter geht's mit dem Spurgear. Das war von G&G bereits ein kleines bisschen geschimmt. Ich habe es jetzt nur noch mal angepasst zu meiner Schimmung vom Bevel. Letztendlich Originalschimmung gelassen, nur unten nochmal eine 0,1er aufgebracht und im oberen Bereich ebenfalls nochmal eine 0,1er. Bedeutet, jetzt haben wir ebenfalls minimals ein Hauchspiel, aber läuft komplett sauber und frei. Also hier kann sich frei drehen natürlich. Schön leichtgängig das Ganze und alle Schrauben sind komplett festgezogen. Bedeutet auch hier einfach nochmal 0,1 unten und 0,1 oben ergänzt. Und zu guter Letzt also einmal das Sector Gear. Hier auch wieder 0,1 im unteren Bereich ergänzt. Bedeutet genauso viel wie beim Spur drüben. Also 0,1 auf der Seite hier unten und nochmal 0,2 auf der gegenüberliegenden Seite quasi hier
wo letztendlich dann die Tablet Blade drin läuft. So, und auch hier haben wir jetzt letztendlich, jetzt muss ich bloß den Cut-Off mal ein bisschen runterdrücken, hochdrücken zum Testen. Auch hier haben wir jetzt ein Hauchspiel, links, rechts, ganz, ganz wenig nur noch und läuft aber schön leichtgängig. So musste es. So, und daher sich der Anti-Reversal relativ bescheiden angehört hat, werde ich hier die Feder vom Anti-Reversal ein kleines bisschen stärker umbiegen, damit der nicht so stark gegen das Bevel Gear dagegen drückt. Sonst hat man immer so dieses Rattern oder dieses Klackern drin. Denn letztendlich muss das Ding ja bloß einmal anliegen, denn durch die Rückwärtsbewegung rastet der so oder so ein. Bedeutet hier einmal der Anti-Reversal. Der sitzt einmal hier unten drin bei der Knifte. Quasi hier einmal die Feder einmal reinbiegen. So, und der wird eben hier komplett hochgebogen und drückt dann relativ stark gegen das Bevel Gear dagegen, wenn ihr das sehen könnt. Hier einfach die Feder, wie gesagt, ich biege die einfach noch ein kleines bisschen weiter um, damit einfach ein bisschen weniger Kraft drauf kommt. Also hier minimal ein bisschen, ganz, ganz wenig nur, ein bisschen umbiegen. So, dann haken wir das Ganze wieder ein. Wird immer noch schön gefedert, ist aber jetzt da ein bisschen leichtgängiger. Und dadurch sollte auch dieses Klappern vom Anti-Reversal einmal weg sein. Gut, dann einmal schmieren. Dann nehme ich wieder das ganz normale Keramikschmierfett für die Gearstar von Bengalo. Mein Pinsel brauche ich und dann schmieren wir das Zeug einmal komplett durch. So, Lower Gearbox ist wieder zusammen, Motor ist wieder dran, Elektronik ist wieder dran. Jetzt können wir gleich mal einen kleinen Testlauf machen. Bedeutet, ich klemme jetzt einfach mal hier direkt einen 11.1er vorne dran. Übrigens, die kleine Feder, die vorhin bei der Demontage am Motor geklebt war, die gehört hier drauf. Nur so nebenbei. Quasi hier und dann hier eingehakt, so, damit das hier gefedert ist. Also, schauen wir mal. Ja, einwandfrei. Sieht gut aus. Gut, der Motor, klar, den Motor hört man jetzt ein bisschen, weil keine Last drauf ist, keine Feder drauf ist. Ich meine, wir können ja vielleicht sogar, passt auf, wir können doch gleich mal einen Test hier machen. Wir können doch hier einfach das Ding nochmal drauf zömpeln. Stecken wir den einfach mal den Pin rein. So, und dann müsste das Ding eigentlich schon feuern. Okay, so, also das funktioniert schon mal. So, und jetzt gehen wir einmal die Upper Gearbox an. So, Upper Gearbox, wie vorhin schon kurz angesprochen, hier fehlt das obere Klemmblech. Da muss ich gucken, ob ich noch eins da habe. Und dann ist mir jetzt gerade aufgefallen, die ganzen Schraubenköpfe waren alle komplett kaputt. Bedeutet, der Bit, egal welchen ich da genommen habe, ist komplett durchgerutscht. Bedeutet, ich muss jetzt hergehen und musste jede Schraube letztendlich einmal rausklopfen. Für Einsteiger vielleicht, oder wer das Video sich jetzt anschaut und nicht ganz so technisch visiert vielleicht ist, kleiner Tipp: Wenn ihr eine Schraube nicht mehr aufbekommt, also das ist wie Zweier Inbus braucht er, und wenn ihr dann dreht und ihr merkt, oh, der rutscht durch, dann setzt ihr den Bit sauber an, damit er in den Kanten quasi drin ist, im Sechskant. Dann nehmt ihr einen Hammer und klopft da ganz kleines bisschen mit Gefühl einmal drauf, und dann lassen sich diese Schrauben mit ein bisschen Druck im Regelfall immer wieder einmal öffnen. Die Schraube könnt ihr danach natürlich der Katz geben, aber das sind ganz normale Linsenkopfschrauben, M3 x 6 müsste das sein, also M3 x 5 oder M3 x 6 mm. Da habe ich problemlos welche da. Da machen wir einfach dann direkt gleich neue rein. So, also alle Schrauben raus. Dann haben wir hier hinten kein Federschnellwechselsystem. Und der Spring Guide ist auch sehr dünn hinten. Bedeutet, wir halten die Feder am besten hier unten mit dem Schraubendreher unten, damit uns das ganze Zeug nicht um die Ohren fliegt. So, einmal unten halten, dann können wir es aufmachen. So, Feder einmal unten halten, Spring Guide nach hinten raus. Und es ist auch mega die lasche Feder. Also damit man da nicht wirklich höher kommt, wundert mich nicht. Das müsste vielleicht eine M90 oder so sein. Also das einmal raus, die Feder. Da machen wir dann ein bisschen eine stärkere rein, damit wir wieder auf die Originalenergie kommen. Dann die Feder einmal von der Tablet Blade unten raus. Und dann können wir das ganze System hier einmal demontieren. Hier wurde schon abgedichtet, das schaue ich mir dann gleich alles im Detail an. Nur die Nozzle, da müssen wir jetzt ebenfalls mal gucken. Wie vorhin schon angesprochen, 21,5 ist hier drin verbaut. Die ist aber ein bisschen zu lang meiner Meinung nach. Also da langt eine 21,25.
würde hier locker auslangen. Jetzt müssen wir aber erstmal gucken, was da für ein Hop-Up-System drin ist oder was für ein Bucking. So, bei der Hop-Up-Kammer ist mir jetzt gerade noch was aufgefallen. Und zwar dieses Zahnrad hier in der Mitte wird gar nicht mehr gesichert. Das liegt also nur noch auf. Da fehlt dieser Klemmring da außen drauf, der das Zahnrad quasi hält. Der fehlt. Weiß ich jetzt nicht, ob man den unbedingt braucht. Es ist allgemein leider ein sehr, sehr altes Hop-Up-System. Bin ich mir gar nicht sicher, ob da nicht eventuell sogar eine Rotary reinpasst. Könnte ich mir dann vielleicht sogar mal anschauen. Wäre interessant zu wissen. Also auf jeden Fall, wie gesagt, hier muss man gucken, das ist auch nicht in Ordnung. Das muss gesichert werden, das Zahnrad. Und jetzt schauen wir mal, was in der Hop-Up-Kammer für ein Bucking drin ist. Denn je nachdem müssen wir auch schauen wegen der Nozzle. So, ach, das ist ein Maple Leaf. Muss ein Macaron sein. Schauen wir mal ganz kurz. Kann ich euch gleich genau sagen, was es ist. Oben ist hier. Ja, ganz normales Macaron. Also kein Super Macaron, sondern ein normales Macaron. Und jetzt müssen wir aber mal gucken wegen der Nozzle. Denn die Maple Leaf Buckings haben sehr, sehr enge Lippen hinten. So, jetzt hat man hier so eine abgerundete Nozzle. Ja, und es passt nicht ganz so geil. Bedeutet, aufgrund der engen Lippe von dem Maple Leaf Bucking kann die Nozzle hier gar nicht richtig schön sauber einmal reingreifen. Da wäre es ein bisschen schöner, man hätte eine Nozzle mit einer kleinen Phase oder so vorne dran. Jetzt muss ich mal gucken, wie gesagt, die 21,5 ist eh zu lang. Jetzt schaue ich mal, was ich an Nozzeln da habe. 21,25 oder 21,35. Ob ich eine mit Phase habe und ansonsten, wenn ich keine mit Phase da habe, dann machen wir einfach das Maple Leaf, das Macaron raus und machen so ein Begadi Fly 5 rein. Das ist ja letztendlich von der Patchfläche ja fast identisch eigentlich. Dann würde aber auch die Nozzle deutlich geiler zur Dichtlippe hinten passen. Also ich gucke mal in die Gruschelkiste. So Leute, jetzt bin ich gerade noch über was gestolpert, was ich gerade noch rumliegen habe und jetzt wird's witzig. Jetzt passt mal auf. Das hier ist ja Murks. Also das ist ja hier wie gesagt so ein Sicherungspin, da habe ich nicht. Und allgemein das Hop-Up-System, das ist halt, so was verbaut man heutzutage nicht mehr. Aber ich habe gerade in meiner Gruschelkiste noch eine brandneue Syma Rotary Hop-Up-Kammer gefunden. So, und jetzt passt mal auf, die passt ja auch wunderbar in den Upper Receiver rein. So, kann man hier sauber arretieren. Zack. Und, oh, warte mal, ihr seht es nicht. Sitzt hier sauber drin. Kann also so gut wie nicht rumwackeln. Und ebenfalls ist das Rad nicht zu groß und schleift hier auch nicht irgendwie am Verschlussblech. Ich würde sagen, wir probieren einfach mal, ob wir direkt eine Rotary Hop-Up-Kammer reinballern können. So, daher das Ganze jetzt aber eine Syma Rotary ist und Syma ja hier von den Nozzle-Längen recht speziell ist, habe ich gerade auch schon mal rumprobiert. Wir müssen ein Short Bucking nehmen. Bedeutet, ich habe jetzt hier mal so ein blaues Begadi Short reingemacht, weil eben kurze Dichtlippe ist wichtig. Wenn man jetzt hierher gehen würde, das kann ich euch vielleicht auch noch mal ganz kurz zeigen, aber das müsstet ihr normalerweise wissen, bei manchen Hop-Up-Kammern oder bei manchen Buckings, da ist einfach die Dichtlippe zu lang hinten. Bedeutet, wenn ich jetzt die Hop-Up-Kammer nehmen würde und würde das Macaron installieren und ihr schaut jetzt hier unten mal in die Hop-Up-Kammer rein, dann seht ihr, dass die Dichtlippe den kompletten Feeding-Kanal einmal abdeckt. Bedeutet, hier kommt die Kugel nicht rein, sondern die bleibt einmal an der Lippe hängen. Das könnte vielleicht sogar mit der Original-Hop-Up-Kammer von G&G auch der Fall sein. Wartet mal. Ja, Tatsache, schaut mal, da ist es auch ein bisschen so. Zwar nicht ganz so gravierend, aber ein bisschen. Denn allgemein diese Maple Leaf Buckings, die haben im Allgemeinen immer relativ lange Lippen und dadurch kann es bei manchen Hop-Up-Kammern zu Feeding-Problemen kommen. So, nichtsdestotrotz, wir nehmen ein Short, Begadi Short. Dadurch lassen wir aber die Nozzle-Länge mit 21,5 mm. Die lassen wir jetzt drin, denn die Länge brauche ich, damit ich an die Dichtlippe sauber rankomme. Wenn ich hier eine 21,3er nehme oder 21,35, dann langt mir das nicht mehr ganz aus. Beziehungsweise es läuft gerade so an die Dichtlippe hin, aber die Abdichtung wird nicht sonderlich gut sein. Dementsprechend Short Bucking, Syma Rotary Hop-Up-Kammer. Dann brauche ich noch einen Tensioner, eine 5 mm dazu und eben diese 21,5er Begadi Nozzle. So, und jetzt baue ich das ganze Zeug mal zusammen und dann schauen wir mal, ob das funktioniert. Witzig wäre es ja. Übrigens, im oberen Bereich lasse ich gleich. Bedeutet hier, die Abdichtung übrigens hier, oder die Nozzle passt übrigens hier perfekt zum Original G&G Zylinderhead. Läuft sauber, dichtet sauber. Der Zylinderhead wurde hier bereits einmal abgedichtet mit PTFE-Band, seht ihr.
Und auch der Pistenhead, es ist zwar nur Kunststoff, auch der Pisten nur Kunststoffzähne, aber ich lasse das Zeug jetzt alles so drin, dichte das Ganze nur mit ein bisschen Silikonfett nochmal ab, weil letztendlich funktioniert tut das Zeug schon. Wie gesagt, von der Abdichtung könnte es ein bisschen besser sein, da wird aber ein kleines bisschen Silikongrütze reingeschmiert und dann dichtet es schon wieder. Also wie gesagt, die Komponenten werden nicht getauscht und lassen wir einmal drin. So, alles einmal sauber geschmiert und gefettet, bisschen Silikonfett wieder aufgebracht, denn der Zylinder war relativ trocken innen drin. Und jetzt funktioniert es auch mit der Kompression wieder einwandfrei, bedeutet, es dichtet das System wieder wunderbar ab und der Piston läuft schön leichtgängig. Ist halt nur ein Piston mit Kunststoffzähnen, aber wie gesagt, wenn der Lukas dann noch was Besseres haben möchte, kann man ja immer noch auf Stahlzähne zurückgreifen. So, Feder, wie gesagt, es müsste eine M90 sein, relativ schwach irgendwie, keine Ahnung. Ich mache jetzt mal eine neue rein und zwar eine M110. Damit müssten wir auch wieder so auf, sagen wir, 1,4 Joule ungefähr kommen. Das sehen wir dann schon. Auf jeden Fall mal eine neue Feder. Schaden kann es definitiv nicht. Die knallen wir uns da einmal rein. Und das merkt man auch schon beim Einbauen. Die geht ein kleines bisschen straffer einmal rein. So, dann halten wir uns die mal unten und dann bauen wir das ganze System einmal zusammen. Ach, seht ihr genau hier. Ich wollte noch gucken, ob ich von der V3 so ein Klemmblech noch habe und neue Schrauben brauche ich noch. Na, dann gucke ich da mal, ob ich was da habe. So Leute, Upper Gearbox wieder drin. So ein Blech habe ich leider keins da. Ich habe jetzt zwar noch eins gefunden von der V3. Das passt aber bei der Gearbox nicht oben drauf, denn es ist ein bisschen zu breit. Also ich weiß jetzt nicht, ob hier SL85 vielleicht irgendwie andere Maße hat hier oben. Auf jeden Fall das Blech von der V3 bekommt er hier nicht ohne weiteres drauf. Dementsprechend, ich habe jetzt mal neue Schrauben reingemacht, aber was jetzt der Lukas hier oben mit der Abdeckung macht, weiß ich auch nicht. Wie gesagt, habe ich kein passendes Teil da. So, bevor wir alles zusammenstecken, würde ich sagen, wir machen mal noch einen kurzen Gearbox-Test. Bedeutet, lasst mich mal den Stecker mal kurz rausholen. Stecken wir einfach mal kurz direkt an. Wie gesagt, 110er Feder, jetzt nicht übertrieben von der Energie her. Jetzt schauen wir bloß mal, ob wir ein bisschen Kompression drauf bekommen. Ja, Kompression ist da, Luft kommt vorne raus. Jetzt müssen wir dann bloß mal gucken, wie viel Energie wir einmal rausbekommen aus dem Ding. Okay, so, jetzt müssen wir mal noch gucken wegen der Hop-Up-Kammer. Es könnte eventuell sein, dass wir die vorne ein bisschen mit O-Ringen unterlegen müssen, damit uns die ordentlich an die Gearbox hintergedrückt wird. Denn hier ist kein, hier ist keine Feder irgendwie drin, die Hop-Up-Kammer nach hinten drückt. Und wenn ihr euch das mal anschaut, die hat hier ein kleines bisschen Spiel. Bedeutet, wir installieren das Ganze jetzt einmal und schauen mal, ob die Hop-Up-Kammer im zusammengebauten Zustand immer noch Spiel hat. Dann würde ich einfach O-Ringe vorne drunter legen oder ob sie aufgrund der Gearbox nach vorne gepresst wird. So, einstecken tue ich es jetzt mal noch nicht. Bedeutet, wir stecken das ganze System einfach mal jetzt so pauschal einfach mal kurz so zusammen, ohne jetzt irgendwie Stecker einzustecken. So, schauen wir mal, da passt schon alles. Da ist das Kabel jetzt schon wieder rausgekommen. Das ist ein kleines bisschen nervig, muss ich sagen. Da werde ich später noch einen Kabelbinder reinmachen, damit die blöden Kabel da einmal alle unten drin bleiben. Das ist auch wieder so würstig gemacht, irgendwie von G&G mit dem ganzen Sicherung und Kabelgelumpe da. Braucht doch kein Mensch. Okay, jetzt doch noch ein kleiner Nachtrag. Beim Zusammenschieben ist mir jetzt gerade aufgefallen, mit der Syma Rotary Hop-Up-Kammer, wenn man die Knifte kräftig zusammenschiebt, dann hat man hier hinten an dem hinteren Bolzen einen kleinen Versatz. Bedeutet, man bekommt die Hälften um ca. einen halben Millimeter nicht weit genug zusammen. Bedeutet, die Syma Hop-Up-Kammer ist minimals ein kleines bisschen länger wie die Original von G&G. Ganz einfach zu beheben oder zu fixen. Passt mal auf. Ihr geht einfach her und installiert hier vorne nicht diesen Zentrierring, diesen Kunststoffzentrierring von Syma, sondern ihr nehmt einfach von G&G diesen Messingring als Zentrierung. Denn der geht nach innen rein und der von Syma, der steht außen auf. Dann habt ihr da vorne noch so eine kleine Kante dran. Und wie gesagt, wenn ihr dann den Original nehmt, aus Messing von G&G, dann geht die Hop-Up-Kammer eben ca. einen halben Millimeter weiter nach vorne rein und dann könnt ihr das ganze System auch wieder problemlos schließen und dennoch hat die HU
kein Spiel im System. So, schauen wir mal, ob wir es zusammenbringen, ohne dass die ganzen Kabel hier wieder in der Gegend rumkrepieren. Ja, das sieht doch gut aus. So, da hinten noch ausrichten, da passt es schon mal auf der Seite. Und auf der anderen Seite passt es auch, einwandfrei. So, und jetzt können wir den kleinen, oder was heißt den kleinen, den fetten Pin da hinten reinmachen. So, einmal ausrichten. Und wo muss er hin? So, einmal rein damit. Und jetzt kontrollieren wir nochmal die HU. Bedeutet von unten mal rein. Und die hat immer noch absolut kein Spiel. Wunderbar, sitzt komplett Press im System drin, schön an der Gearbox dran und eben auch das Rädchen von Syma nicht zu groß. Bedeutet, wir können einfach hergehen und können letztendlich hier jetzt einmal überdrehen und so Hop-Up einstellen. Bedeutet, schöne Rotary Hop-Up-Kammer letztendlich in einer G&G und daher das Ganze einfach schön gequetscht wird alles. Haben wir auch schön Widerstand auf dem Rädchen drauf, damit es sich nicht verstellt. Bedeutet gleichzeitig aber, man könnte hier rein theoretisch auch problemlos irgendwie eine Max reinbauen oder eine Neptune reinbauen, eine CNC-Hop-Up-Kammer. Müsste hier also auch problemlos reinpassen in das Teil. So, cool. Dann würde ich sagen, wir gehen mal zum Kronen. Gut Leute, das soll es für heute schon gewesen sein. Ein kleines spontanes Technikvideo zum Thema L85 aus dem Hause G&G. Und wie gesagt, die Gear ist ein bisschen nachgeschimmt, alles neu geschmiert, Motor sauber eingestellt, das passt alles wunderbar. Die Gruppe oben, die Zylindergruppe und Pistengruppe ist noch Standard G&G. Hätte man vielleicht noch auf den Pisten gehen können mit Stahlzähnen, vielleicht auch auf einen besseren Pistenhead hätte man auch gehen können. Aber wie gesagt, der Lukas wollte das Modell einfach nur so haben, dass er wieder sauber ihre 1,4 Joule hat. Und das hat sie jetzt und wir haben sogar ein kleines bisschen mehr gemacht. Denn wie gesagt, auch hier jetzt diese Rotary Hop-Up-Kammer von Syma drin. Nicht mehr dieses alte, schäbige Hop-Up-System von G&G. Und darüber lässt sich einfach der Hop deutlich feiner und sauberer über den Auswurf oder über die Auswurfklappe hier einmal einstellen. Also hier jetzt direkt, Lukas, du hast jetzt eine Rotary Hop-Up-Kammer drin. Hier jetzt aber noch einen kleinen Punkt, was ich noch ergänzen möchte. Falls ihr auch in euer L85 auch eine Rotary Hop-Up-Kammer einbauen wollt, passt auf, der Durchmesser von dem Einstellrädchen darf nicht größer sein wie jetzt hier von dieser Syma. Und Syma hat im Vergleich zu einer Max aber zum Beispiel ein kleineres Rädchen. Genauso wie zum Beispiel diese Neptune von Bugatti, diese CNC-Hop-Up-Kammer. Die ist auch vom Durchmesser ein kleines bisschen kleiner vom Rädchen. Ist wichtig, denn wenn man sich das mal ganz genau anschaut, hier mit diesem Verschlussblech hier einfach, das fährt gerade so an dem Rädchen vorbei. Bedeutet, da ist vielleicht noch 0,3 mm oder 0,5 mm Luft zum Rädchen. Wenn ihr euch da eine Max reinzimmert, die ein bisschen größeres Rädchen hat, dann stoßt ihr mit dem Blech gegen das Einstellrädchen und das wollt ihr nicht. Also diese Syma passt hervorragend, passt sauber rein, wie gesagt, wird auch schön an die Gearbox hintergedrückt, also kein Problem von irgendwie, dass sie ein bisschen wegwandern kann und dann die Abdichtung daneben ist. Nein, passt wunderbar. Auch die Kombination mit der 21,5er Nozzle und dem Shortbucking von Bugatti passt wunderbar zusammen. Ich werde vielleicht später, wenn ich Lust habe, werde ich vielleicht noch mal hergehen und werde mal kurz eine Neptune probieren, ob die da auch reinpasst. Wenn ja, haue ich euch das einfach unten unter das Video drunter, falls es euch interessiert. Wie gesagt, mich persönlich würde es mal jucken, ob das da reinpasst oder nicht, das Ding. Also, schönes Modell geworden. Wie gesagt, Performance ist wieder in Ordnung. 1,4 Joule vom Klang her. Gut, das ist halt alles Standard. Es sind keine Kugellager drin, sondern die ganz normalen Original G&G-Lager. Da könnte man sicherlich vom Klang noch ein bisschen optimieren, wenn man auf 8 mm Kugellager geht, dass einfach die Reibung ein bisschen rausgeht. Ansonsten, wie gesagt, das Ding läuft jetzt einwandfrei, würde ich sagen. Und genau so schicke ich es ja jetzt im Lukas wieder zurück. Gut Leute, das soll es für heute gewesen sein. Wie gesagt, ganz spontanes, kurzes Video. Wenn es interessiert, so nebenbei zum Laufen lassen. Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Bis zum nächsten Mal. Haut rein!